Elo und Mops, da sind die beiden. Ja, wir haben uns getroffen, wir haben es noch geschafft. Ja, ich habe ja so viel zu tun und ihr auch, denn du hast ja ein kleines Baby dabei. Darf ich ihn mal zeigen? Oder? Da ist er. Name? Milo. Milo, ein Junge. Genau, ein Junge, und wir haben jetzt die M&Ms, weil unser anderer Sohn heißt ja Mian und somit sind wir jetzt vollständig Elo, Mops, Mian und Milo, also Elo und Mops mit den M&Ms, sage ich jetzt immer. Ja, du bist ja Profi-Mutter mittlerweile, oder? Ja. So. Ja, wenn man 24/7 Mama ist und immer unterwegs ist, dann spielt man sich so ein. So, also ich darf euch mal kurz zeigen, ihr beide seid bekannt wie ein bunter Hund, denn ihr seid mit eurem Reisemobil als junge Familie, habt das Arbeiten aufgegeben und seid durch die Welt gereist. Also das kann man normal ja gar nicht machen, weil man keine Zeit hat. Du bist ehemaliger DJ, fährst ein Entsorgungsfahrzeug normalerweise. Das hast du jetzt nicht gemacht. Genau, ich fahre einen Sattelzug eigentlich bei der Bochumer Müllabfuhr und ja, fahre jetzt mittlerweile halt einen Sprinter und ja, bisschen Elternzeit. Bin in Elternzeit auf jeden Fall, genau. So funktioniert das Ganze. Das Gute ist, durch die Elternzeit sind wir im Prinzip versichert über meinen Arbeitgeber. Und ja, jetzt haben wir ja im Prinzip den Milo, wo ich nochmal sagen muss, das M steht für Mops und Ilo für Elo. Also so wisst ihr auch Bescheid. Unser Baby hat dann auch den Begriff Elo und Mops im Prinzip in sich. Und ja, 3 Jahre wären nochmal möglich, in Elternzeit zu gehen. Ach, jetzt nochmal? Ja, klar. Mal schauen. Ja, deswegen habt ihr das Kind gemacht. Ja, klar, genau, das natürlich. ist der einzige Grund. Ja, und in 3 Jahren nehmen wir noch ein Kind. Genau, irgendwann sind wir die Kelly-Family. Also im Prinzip, es gibt da kein Lohn, kein Gehalt jetzt, oder? Nein, es gibt gar nichts. Also jetzt, wir machen halt YouTube, wir leben immer noch von unseren Ersparnissen. Wir träumen ja davon, dass wenn das Ganze sich ja mal verzehnfacht, dass vielleicht wir durch YouTube oder anders, vielleicht wirst du ja Wohnmobilverkäuferin oder vielleicht die neue Moderatorin hier bei German Television. Ich habe mal nachgeschaut, es kommt schon ein bisschen was zusammen, ein bisschen was kommt schon, oder? Bei YouTube. Wir sagen immer, es ist ein bisschen Spritgeld, und man muss dazu sagen, für unseren Traum, für die uns nicht kennen, wir haben unsere Eigentumswohnung verkauft, unser großes Auto verkauft und unseren Wohnwagen verkauft. Ansonsten wäre es finanziell nicht möglich gewesen. Dadurch haben wir uns unser Fahrzeug gekauft und haben somit die Möglichkeit, mit den finanziellen Mitteln zu reisen. Ansonsten wäre es nicht möglich, weil wir nicht vermögend sind und wir haben auch keine vermögenden Eltern. Ja, das sollte jetzt ändern. Ja, und deswegen, also das mit den Eltern. Für die nächste Generation vielleicht. Für die nächste Generation, ja. So, er kann auch nicht das Köpfchen alleine halten. Das heißt, er ist wahrscheinlich unter 5 Monaten. Er ist 8 Wochen alt. 8 Wochen alt. So, das können die meistens so nach 3, 4, 5 Monaten? Ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr. Schon so lange her irgendwie. Man vergisst relativ schnell alles. So, hier ist ein bisschen Matsch, es hat geregnet. Der Caravansalon in Düsseldorf, ihr wart heute fleißig. 8 Videos habt ihr gedreht, die gibt es dann demnächst auf eurem Kanal. Was habt ihr denn alles gedreht? Wir sind ja auf Alkovensuche. Wir möchten jetzt gerne ein Heavy-Chassis haben. Wir haben festgestellt, wir sind jetzt mittlerweile überladen. Wir haben einen 3,5 Tonner, den wir auf 4090 aufgelastet haben. Und wir sind mit dem Gewicht drüber. Und jetzt natürlich als 4-köpfige Familie steigt das Gewicht, weswegen wir ein Heavy-Chassis brauchen und bei der Gelegenheit gesagt haben, Heavy-Chassis und Alkoven bietet sich jetzt perfekt für uns an. Ja, ich fahre ja selbst in Alkoven. Das ist eine klasse Geschichte. Du hast vorne ein Bett, hast hinten ein Bett, hast viel mehr Platz, ein bisschen länger. Wie lang wird er denn? Wir möchten gerne so lange wie jetzt ein Fahrzeug haben. Ne? Also wie lang ist er jetzt? Unser ist 7,40 Meter und es soll auch so bei der Länge bleiben, schätzen wir mal. Und hier bietet es sich ja an, hier ist ja jede Marke vertreten und da können wir uns einfach mal in Ruhe umschauen. Ja, du bist dafür bekannt, immer coole Vorschaubilder zu machen, die das Ganze ein bisschen anreißen, was ich ja nie mache. Und deswegen. Was meinst du damit? Nein, das ist schon immer so ein bisschen Drama ist bei euch schon mal dabei. Also wo ihr dann sagt, oh, das ist schief gegangen und so. Aber es sind tatsächlich interessante Sachen passiert. Ihr wurdet mit Steinen beschmissen in Marokko. Ja, also ich muss dazu sagen, ein bisschen Drama. Wir berichten halt von unserem Real Life. Ne? Wir leben ja im Wohnmobil und da erlebt man halt so einige Sachen. Ne? Was zum Beispiel? Zum Beispiel in Ronda sind wir halt rückwärts irgendwie halb runter. Das Fahrzeug ist weggerutscht, genau, Spanien, Ronda. Oder auch in Marokko ist uns hinten einer quasi kurz bevor wir auf den Fahrradträger gesprungen. Oder Kinder wollten uns auch mit Steinen bewerfen. Ne? Also es war sehr, sehr schön dort. Wir würden Wie auf den Fahrradträger gesprungen? Da war jemand, der ist an der Seite. Wir haben da ein Video, wo man wirklich sieht, die springen auf die Fahrzeuge und wollten hinten drauf. Und uns haben auch Zuschauer geschrieben, dass da jemand war, der hat den
da oben, glaube ich, irgendwas dann aus Versehen weggerissen. Also so ein Midi-Heki rausgerissen. Ne? Genau, die wollten dann irgendwie ins Fahrzeug, auch wenn man dann im Prinzip zurückreist. Ich will jetzt ja auch keine Panik verbreiten auf jeden Fall. Werden ja nochmal vor der Schiffauffahrt wird nochmal richtig kontrolliert. Dann gehen die Leute auch rein, also die Securities, die das Ganze überprüfen. Ach so, die wollen mit auf die Fähre und wollen rüber. Ja, im Prinzip, die wollen nach Europa. Ja, also so kann man das sagen. Obwohl wir das eigentlich nicht so verfilmen wollten, weil unsere Marokko-Reise war echt wunderschön. Wir haben so eine schöne Zeit gehabt. Ja, mit 2 anderen Aufsteigerfamilien sind wir gereist und ja, es war richtig schön. Ja, es war richtig Lebensqualität und von wegen, also Drama, das war wirklich schon eine krasse Nummer, die wir da erlebt haben und wir sind ja sehr transparent und berichten ja auch über alles. Ne? Ja, ich habe euch mal weiterempfohlen zu RTL oder irgendwas, ja, genau. Weil ich konnte nicht und da habe ich das gemacht. Ja, wart ihr da? Ja, genau. Wir haben bei RTL 2 mitgemacht, bei den Dreharbeiten da für die Camper-Sendung auf RTL 2. Ist es gut? Ja, das war sehr interessant gewesen und da waren wir jetzt mit dabei gewesen. Ich habe es nicht gesehen. War das gut anschließend? Ja, ich würde sagen, unsere Zuschauer sagen, wir waren mal ordentliche Leute, die da mitgemacht haben. Ne? So hieß es von vielen. Ja, klar. Ne? Man sagt, viel wird vielleicht auch gespielt. Es ist halt Fernsehen. Irgendwo muss man sich natürlich nach irgendwelchen Richtlinien folgen. Und ja, die fanden uns eigentlich sehr transparent. Also ganz normal, so wie wir im Alltag das auch einfach leben. Ne? Ihr seid, wie ihr seid. Ja, genau. Wir müssen halt auch ein gewisses Budget einfach einhalten hier im Camperleben. Ne? Also wir hatten ein Budget von 500 € die Woche, also 2000 € genau pro Monat. Und das ist eigentlich schon sehr viel Geld für eine junge Familie, wie wir es sind. Sag mal, ihr dürft nicht drüber reden, habt unterschrieben, aber man wird nicht Millionär bei so einer Sendung. Nein, um Gottes Willen, man wird da gar nicht Millionär. Wir haben quasi die Anreisekosten, sage ich jetzt mal so, erstattet bekommen. Und wir haben aber gesagt, wir haben einfach mal Bock, bei sowas mitzumachen und von daher gucken wir mal. Aber wir dürfen darüber auch nicht wirklich reden. Ne? Nee, ich weiß, da gibt es starke Verträge. Genau. Vielleicht habe ich es deswegen nicht unterschrieben, weil es irgendwie drauf ist. Aber jetzt sag mal, jetzt ist die Messe, ihr macht das jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, und ihr werdet erkannt auf der Messe? Ja, also wir werden ganz viel erkannt. Wir haben ganz viele nette Zuschauer getroffen. Wir grüßen euch alle ganz herzlich und ja, darüber freuen wir uns auch, weil sonst haben die Zuschauer nicht so die Möglichkeit, uns zu treffen und uns sprechen ganz viele an und es macht wirklich Spaß. Es sind sehr nette Leute dabei. Du bist ja auch eine Liebe, muss man schon sagen. Eher weniger muss... aber es muss auch immer einer, der Böse und der gute Cop, den muss es halt geben und die sympathische Frau an der Seite, ja, trotzdem einen festen Mann, der dann auch wieder hinter der Kamera eigentlich auch viel steht. Ne? Also du bist eigentlich bei uns viel. Wenn ihr mal gerade mitkommt, sag mal ganz kurz, denn es kann sein, dass meine Tochter da steht. Ach so. Die hat keinen Schlüssel, die kommt nicht rein. Ja, klar, das machen wir. Wir gehen auch direkt zurück, wir stehen ja hier vorne. Sie ist noch nicht da. So, das ist ganz gut. Also können wir wieder zurückgehen zu einem Auto. Ich weiß nicht, ob sie kommt, denn ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Sag mal, ist das schön hier am Caravan-Salon, wenn man so das Feedback für die Arbeit, weil YouTube ist ja eigentlich ein sehr einsamer Job. Du siehst die Leute nicht live, du siehst vielleicht ein paar Kommentare, da ist niemand, der mit dir spricht. Also ich muss sagen, ich bin so begeistert. Wir hatten auch ganz viele Kinder bei uns. Hier ist auch ein Mädchen, die kam gerade wieder, die wollte ein Foto mit uns. Und wir hatten die Tage auch einen 4-jährigen Jungen, der hieß Mika. Liebe Grüße an dieser Stelle. Der war auch ganz süß gewesen und die hatten uns eine Kleinigkeit mitgebracht zur Geburt und ja, richtig süß. Und dann hat er gesagt, Mops, darf ich ein Foto mit dir machen? Und da hat mein Mama-Herz höher geschlagen. Und er wird sich mega freuen, wenn er das jetzt hier sieht. Die Mama Name nochmal, wer war das? Mika hieß der Junge, der war 4 Jahre alt. Mika, M-I-K-A. Ja, genau. Ja. Und die Mama hatte mir schon auf Insta geschrieben, da sind wir übrigens auch, sagt sie, der war schwer begeistert, der wollte am nächsten Tag wieder hin, sagt aber 2,5 Stunden Fahrt für einen Weg ist ein bisschen zu lang. Komm, wir gehen nochmal zurück, nicht, dass ihr gleich 2 Portemonnaies habt da drin. Der da ist. Der Fahrzeug ist natürlich offen. Fahrzeug ist offen. Aber hier kann man schon stehen. Also ich mache mir jetzt nicht so vor. Also ist passiert in Klüsserath, hat meine Tochter berichtet, ist einer rumgegangen, hat alle Türen gecheckt und hatte mehrere Autos eingebrochen. Aber was heißt eingebrochen? Die waren offen. Leute lassen die Türen offen und hat dann da abgeräumt. Ja, das ist auf jeden Fall ganz bitter. Also man muss immer aufpassen, auch gerade wenn man auch auf Tour ist. Überall beim Einkaufen bleibt eigentlich einer immer bei uns drin und der andere geht dann einkaufen. Also Vorsicht ist geboten. Geht schnell. Auf jeden Fall geht schnell, ja. Wie war denn das jetzt in Marokko? War das auch heiß, oder? Also ja, da war es heiß, aber wir haben uns da wirklich sicher gefühlt, müssen wir sagen, in Marokko. Weil, da fährt doch immer einer mit, Polizei überall. Ja, da sind überall. Auch immer irgendwie statt Eingang, statt Ausgang, da sind immer welche, da traut sich keiner an deinem Fahrzeug. Und der Tipp natürlich, wir Camper untereinander, wir müssen sehr aufmerksam sein. Schaut bei euren Nachbarn vorbei, habt ein Auge drauf, würde ich da jemanden sehen, wo ich weiß, hör mal, der ist ja eigentlich da und da ist jemand anderes. Dem gebe ich ein Bier aus. Nö, dann tritt ich den im Hintern. Ne? Gut, so.
Ich weiß, dass es ziemlich sicher ist. Ich weiß auch, es war sehr heiß in Marokko. Also ich habe gerade Dennis und Tanja sind drüben in Marokko gerade, die haben mir berichtet, also im Schatten teilweise 60 Grad, in der Sonne 60 Grad, im Schatten über 40 Grad. Wow, ja, also wir sind Anfang März sind wir rüber gereist und ich glaube, wir hatten sofort einen Sonnenbrand, obwohl wir eigentlich schon in Spanien waren. Es war sehr verwunderlich. Sobald man nach Afrika rübersetzt, ja, 30 Grad und Sonnenbrand pur, ja, also total schön. Also, Du fährst mal in der Fähre rüber, oder? genau, wir sind von Algeciras sind wir mit der Fähre rüber und dann hinterher halt nach Italien dann wieder zurückgesetzt. Ne? Und dann hält man einmal in Barcelona. Ja, so kann man eigentlich gut dahin kommen. Ja. So, was war eigentlich so jetzt das Schönste auf der Reise? Was war so der Highlight oder das Highlight? Ja, muss ich ganz klar sagen, natürlich, dass wir wussten, dass wir schwanger geworden sind. Das haben wir in Rom festgestellt beim deutschen Arzt, also keine Sorge. Man kann überall deutsche Ärzte besuchen. Okay, also das heißt, der italienische Arzt, da wäre wahrscheinlich Italiener geworden. Naja, deutscher Gynäkologe. Ich habe es jetzt gerade nicht so ganz verstanden, wegen dem Fluglärm, muss ich sagen. Und weil ich so ein bisschen auf den Kleinen hier gerade konzentriert bin. Okay, alles klar. Also klar, es kam, ihr habt es keinem erzählt, ihr habt nur ein Video gemacht. Nur ein Video gemacht? Nee, also wir haben es natürlich erstmal, wir wissen natürlich, sowas muss man hinhalten, so eine Nachricht im Prinzip, haben es ein bisschen ausgenutzt. Wir haben dann auch irgendwann dann verkündet, okay, wir sind schwanger und auch das mit dem Geschlecht haben wir dann natürlich hingehalten bis zum letzten. Ne? Genau, wir wollten es nicht verraten und wir haben es auch erst verraten, wo alles quasi sicher war, wo die sichere Zeit angebrochen Es sind so 3 Monate, glaube ich, wo man dann wartet. Also es könnte ja immer noch einen Abgang geben oder so. Ja, genau. Also das ist nicht so schön, aber passiert schon mal. Sowas kann natürlich passieren. Das ist natürlich sehr, sehr traurig. Aber wir haben die Zeit abgewartet, weil das ist ja doch schon sehr was Privates, was man vielleicht dann nicht unbedingt mit jedem teilen möchte. Ne? Glaube ich dir, ja. Also es ist für alle sehr schade, wenn das passiert. Ich glaube, das kann man nur dann nachempfinden, wenn es einem selber dann auch passiert. Aber viele warten 3 Monate, das ist dann sicher. Wir haben es nicht gemacht. Als die Zwillinge kamen, haben wir nach 6 Wochen das allen erzählt mit dem Risiko. Aber auch Oscar haben wir relativ schnell verkündet, ganz zum Leidwesen meiner Frau. Da war ich vorschnell, aber es ist alles gut gegangen. Die Geburt ist die war aber nicht in Marokko. Nee, die war hier. Wir wollten deutsche Ärzte auf jeden Fall haben, beziehungsweise dass man Deutsch sprechen kann. Ne? Aber wir waren natürlich auch risikoreich unterwegs. Das hätte auch überall passieren können. Und irgendwie kommt man dann doch, glaube ich, immer klar, oder? Also ich muss sagen, ich war tiefenentspannt. Ich wusste, das klappt alles. Er kam auch an meinem Wunschdatum. Das ist, ich glaube, man kann mental sehr, sehr viel bewirken. Er kam am Wunschdatum? Ja, genau. Er war ausgezählt für ein bestimmtes Datum und ich wollte gerne, dass er einen Tag danach kommt und es hat auch funktioniert. Ich war tiefenentspannt. Warum einen Tag danach? Weil der Mian auch am selben Tag Geburtstag hat, bloß 2 Monate danach und dieses Datum war mir halt sehr, sehr wichtig, was ich halt auch wieder haben wollte und von daher, ich habe auf mein Bauchgefühl gehört und es war alles gut gewesen. Meine Frau hat bei meinem Sohn so irgendwie Linksdrehung, Mondstellung sowieso, damit es ein Junge wird und so. Gibt's da Tricks? Nee, ich glaube, Illo kann nur Jungs. Ich kann nur Jungs. Du kannst ja Jungs. Ja, auf jeden Fall. Ist das so ein Running Gag? Oder? Ja, ich weiß es nicht. Klar, wir haben natürlich überlegt, wird es vielleicht ein Mädchen, dann hat man ein Junge und ein Mädchen, aber es ist halt ein Junge und ich glaube, kann ich mit auf den Pöhler gehen, da kann ich auf jeden Fall sehr viel mit anfangen. Also meine Frau, als das Datum kam, da musste ich ran und da hatte ich keine Chance, da wurde ich nachts aufgeweckt, weil da war irgendwas, es wurde ein Junge, war ganz gut. Wenn sie zuguckt, sie kennt das Datum noch, und da habe ich auch alles bekommen, was ich wollte. Das war ein Scherz. Aber ihr liebt euch immer noch nach der Zeit, weil ihr seid ja jetzt auf engstem Raum. Klar, Kind war dabei und so. Gab es nie Stress? Na, es sind natürlich mal stressige Momente, aber wir kommen eigentlich sehr gut miteinander klar. Wir sind ja mittlerweile auch 15 Jahre schon zusammen. Und aber Illo geht ja auch mal filmen oder so. Dann Wie, 15 Jahre? Ihr habt euch als 9-Jährige kennengelernt? Nee, ich war 18, als ich mit dem Illo zusammenkam. Bist du so alt schon? Ja, ich bin schon 33. Nein, ich bin 35 Jahre alt. Ja, genau. Wir werden jetzt ein Jahr älter, so wie jeder auf jeden Fall. Und haben noch nicht so viel, Ich glaube, das Video, was wir im letzten Jahr gedreht haben, das hat euch ein bisschen was gebracht, oder? Das gab so einen kleinen Boost. Ja, es kamen einige Zuschauer. Vielen herzlichen Dank nochmal an der Stelle. Also es freut mich sehr, weil ihr hattet damals, glaube ich, 6.000 Abonnenten oder so. Und dann jetzt sind es über 20.000, fast 30.000. 26.000 Abonnenten und danke nochmal an dieser Stelle. Und danke nochmal an die Zuschauer. Ne? Ja, ganz wichtig. Wenn wir so schlecht wären, dann würden sie uns nicht abonnieren. Es hätte ja auch floppen können, aber es hat gut funktioniert und wir haben Spaß daran.
So, und deswegen machen wir jetzt das Video. Also macht's für Milo. So, macht's für Milo. Darf ich noch einmal kurz in die Augen schauen, dass wir das sehen? Da mache ich jetzt die Aufforderung. Jetzt möchte ich das jetzt. Du willst das nicht? Nein, jetzt gerade nicht. Er ist jetzt gerade ruhig und da muss ich als Mama jetzt auch mal sagen, so, jetzt ist Schluss. Hast auch recht, ja. Also ich glaube, die Frau, die weiß sich durchzusetzen. Ne? Auf jeden Fall. Also wie sagt man immer, ich habe die Hosen an und sie entscheidet, welche Hosen. Wie ist die Schwiegermutter? Ist sie genauso? Ja, auf jeden Fall. Klar, wahrscheinlich schon. Ja, muss ich sagen, ja. Okay, und das heißt, du darfst dir was wünschen, ob du es kriegst, sei mal dahingestellt. Ich habe mir ja noch ein Kind gewünscht, weil ich wollte ja noch Elternzeit haben. Nein, Spaß. Finde ich aber gut, ja. Wir haben das erste Foto. Also macht's für Milo. Abonniert bitte Illo und Mops. Und wir hatten letztes Mal auch eine Aufforderung gemacht, geht bitte auf den Kanal drauf, abonniert diesen Kanal. Die beiden haben es wirklich drauf. Die Storys sind sehenswert, anders als meine. Ich werde die hier richtig unterhalten. Das ist wirklich so. Ja, oft sind es ja bei mir Fahrzeugpräsentationen. Bei euch gibt es immer was Persönliches. Ich bin ja nie zu sehen. Ja, wir sind mehr so die Reality-Soap, eigentlich sowas wie GZ Daily Soap, genau. Ja, jeden Tag, also wir senden Videos von Sonntag bis Donnerstag um 18 Uhr auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich gerade Caravan Saloon, deswegen täglich sind wir dabei. Ja, schaltet gerne ein, wir freuen uns, ja, dass du uns hier interviewt hast. Ja, sehr, sehr gerne. Den Sven natürlich auch abonnieren, Natürlich. ganz klar an dieser Stelle. Das ist, also macht die Glocke an und so. Ja, das ist. Genau. German Television auch abonnieren, ne? Ihr wisst, wann der perfekte Zeitpunkt ist, um zu sagen, abonniert? Ja, man muss es mal mitten im Video vielleicht auch versuchen. 3 Minuten. Ja. Achso, okay. Ja, 3 Minuten, oder? 3 Minuten. Also Sie haben jetzt hier, wir haben ja 2 weitere Teams auf dem Caravan-Salon, die haben immer nach 3 Minuten kommt der Timer und dann kommt der andere aus dem Off und sagt, ja, es ist Zeit für Abonnieren und dann sagt die Jan oder einer sagt jetzt abonniert, weil ganz hinten gucken nur noch 2%. Und Genau, dann, wir sehen es auch an den Analysen, also es 3-mal so viele Leute gucken im Prinzip und deswegen also ganz klar die Aufforderung, abonniert die Kanäle, die ihr auch guckt und gut findet, also ganz klar. also abonniert German Television, aber abonniert viel, viel wichtiger Illo und Mops. Habt ihr das irgendwo im Auto stehen? Nee. Nee, haben wir nicht. Nö. Wir sind Ihr wollt ja auch noch privat leben. So sieht's aus. Nein. keine Ich zeig mal das Kennzeichen, dass ihr das mal seht. BOIM. Guck mal, da vorne sind Guck mal, da vorne. Zuschauer. Ihr kennt uns nicht, das hören wir öfters. Die kommen zu uns. Wir kennen euch, aber ihr kennt uns nicht. Und ihr seht wieder ganz, ganz liebe Leute. Ganz was liebe Leute. Ja. Okay. Krass. Sag mal, ist das gleich jemals passiert im Supermarkt? Nee, aber im Baumarkt ist uns das schon passiert. Jetzt Ne? letztens beim Fleckchen in Flohmarkt Mocke. auf jeden Fall. Ja, Kinderflohmarkt. auch. Ja. Und ja, ich überlege gerade, wo noch. Also eigentlich überall. Gerade Marina di Venezia werden wir sehr, sehr oft angesprochen. Nee, aber so im Alltag, also wenn ihr unterwegs seid. Also ich wurde jetzt angesprochen in der Gondel in Kanada. Wow. Ja, Das war so mein größter Erfolg, wo ich dann sage, der Kanadier guckt irgendwie meine Videos. Ja, aber du bist ja auch der Babbo unter den Campern, ne? Der was? Der Babbo. Nein, ist aber Folgendes passiert, weißt du? Die kennen ja mein Gesicht nicht und dann habe ich moderiert hier genau mit der Kamera und habe den Mund aufgemacht und dann guckt er mich so haben an. sie deine Stimme gehört, ne? Ja, dann haben die gesagt, hallo, der Ja, deine sympathische Stimme, die ist mir auch immer komm, aufgefallen. Doch, geht doch, so. jetzt muss ich dir auch mal ein bisschen Honig um den Mund schmieren. Danke, ja, vielen Dank. Ganz andere Formate, wir kommen uns gar nicht in die Quere und deswegen abonniert und dass ihr möglichst schnell die 100.000 kriegt, weil dann gibt es die Urkunde und du wirst natürlich den Playbutton, du wirst von der Industrie ganz anders wahrgenommen, glaube ich. Die Abonnenten, das Krasse ist ja, ihr habt ja Hunderttausende von Zuschauern schon, das ist so, automatisch kriegt ihr die, aber die wenigsten abonnieren. Ja, genau. Also wir haben 10 Millionen Aufrufe im Prinzip nach 2 Jahren. Also nicht ganz 10 Millionen, aber vielleicht ja nach diesem Video 10 Millionen. Das wäre auf jeden Fall traumhaft, ne? Du bist DJ, das seht ihr in den anderen Videos. Also ich habe bereits schon ein Video bei euch gedreht. Rapper. Ja, ich bin nämlich Rapper und man kann jetzt unter www.illoundmops.de kann man im Prinzip neue Campinglieder, die kann man downloaden. Für einen kleinen Preis auf jeden Fall. Ich war jetzt nochmal im Studio, wir haben neue Songs gemacht und ich glaube, wir haben den Hit für 2024. Dort wird es auf jeden Fall ein Musikvideo geben und Ist ja schon aufgenommen. auf jeden Fall. Den kann Es man, gibt ein Musikvideo. ja genau, den kann man, das Musikvideo noch nicht. Das Lied kann man unter www.illoundmops.de holen. Wir haben jetzt 3 neue Lieder und da ist unter anderem halt ein Ohrwurm mit dabei, was 100%ig ein Ohrwurm ist. Macht auf jeden Fall Spaß und die Leute können sich es vorab schon holen, wenn sie natürlich möchten.
Okay, vielleicht mal die ersten 10 Sekunden mal ansingen. Ja. Das ist natürlich alles neu. Ich habe mehrere produziert. Einfach campen. Unsere Tour kennt keine Grenzen. Auf dem Platz sind wir Legenden. Wir campen auf dem Campingplatz. Nein, ganz kenne ich den Text nicht ganz, aber irgendwie ist er so. Bist du so ein Typ, der sich leicht Sachen auswendig lernen kann? Ja, ist schwer. Also ich bin ja auf Marina di Venezia mit unserem Intro-Song Traum gehabt aufgetreten und es war dann wirklich schwer. Echt? Du warst so wie Mallorca? Ja, im Prinzip wie Mallorca. Ja. Also es war echt nicht schwer. Also wäre echt super schwer, weil wir hatten noch den Jahrestag hatten wir noch und das war dann ganz überraschend. Ja, Illo, könntest du mal? Und ich habe gesagt, okay, machen wir. Also die Parts habe ich hingekriegt, war natürlich super nervös, wie jetzt vielleicht auch ganz kurz. Ne? Also Texte muss man erstmal richtig reinkriegen und trainieren. Ne? Ja, sehr schön. Also was mir immer gefallen hat am Anfang, ich habe die Videos nur geguckt, weil du so hübsch bist, ja. Und dann, du weißt ja, wie es ist, die sind total oberflächlich Männer. Aber ihr setzt dich schon in Szene, aber immer mehr dein Mann auch, ja. Also ich muss ja sagen, du bist ein totaler Schleimer, ne? Ja, du bist schon hier so blond, du weißt dich durchzusetzen. Hier, mein Sohn kommt nicht in die Kamera. Das finde ich cool. Ja, man muss ja auch, ne? Also von daher, ich glaube, sonst kommt man im Leben nicht weiter. Und aber ihr seid schon Entertainer. Trotzdem, ja, wir sind Entertainer. Wir sind Rampensäue, glaube ich. Aber es war schon immer so eine Schule, dass ich vorne dann beim Aufsatz war oder so, da habe ich ja gar keine Probleme mit. Und Blondine oder irgendwie was, ja, ich bin eine junge Frau. Soll ich mich jetzt irgendwie verstecken oder verschandeln, weil ich 2 Kinder habe? Burka. Nee, das ist nicht so. Sag mal, wie er mag, sage ich immer. Sag mal, allerletzte Frage, wie war denn das in Marokko? Kannst du da so offen... Ja, also das war ja schon krass. Ich als schwangere Frau, ne, das war auch schon, wo ich gesagt habe, hör mal, soll ich mir nicht irgendwie ein Tuch holen oder so? Aber ich habe darauf geachtet, natürlich, ich bin wirklich auch immer, ich habe Schultern bedeckt gehabt, was da ganz wichtig ist, Knie bedeckt. Wenn wir so auf dem Campingplatz waren und da nirgendwo was ist, dann bin ich da auch mit kurzer Hose rumgelaufen. Ne? Und ich war ja auch noch schwanger unterwegs dort, aber ja, und hier in Deutschland kann man ja dann wieder, ist ja alles gesitteter und man muss sich dann natürlich ein bisschen anpassen, was gar kein Problem für uns ist. 30. August 2023, wir sind auf dem Caravansalon, ein absolutes Highlight hier, Illo und Mops, kommt mal hier aus dem Dreck raus, dass wir das sehen mit ihrem Etrusco, was ist das für einer? Ein SB 7400, ja, T für teilintegriert natürlich. So, SB 7400 teilintegriert, demnächst unterwegs im Alkoven. Abonniert Illo, ILLO, Kaufmanns und Mops, MOPS. Tschüss.